geht gut. Das Licht ist ganz gut, ja, schade, Westermaßen, das ist schön. Das ist hier die Spitzmaschine hier. Das sind also verschiedene Kreiden. Die eine die ist schon weicher und die andere ist relativ hart. Kommt darauf an, wie ich drauf bin, welche jetzt passt. Ich weiß auch noch nicht, welches Papier ich da jetzt nehme. Ich glaube, ich nehme lieber mal das weiße Papier. Das ist das kernigere Papier, das ist also hier. Ich glaube, das eignet sich jetzt gerade mal ein bisschen besser. Ja, fange ich mal an. Das ist schon mal so ein Vortaster hier. Das weiß man nie, was da jetzt rauskommt. Das ist auch noch gar nicht so wichtig. So, das kommt öfters vor, dass ich da irgendwie so Porträt, ich brauche irgendwie einen Blickkontakt zu irgend so einem Porträt, das ist sehr wichtig. Das verschwindet nachher vielleicht, das Porträt. Sie sehen ab und zu mal Porträts bei mir auf dem Blatt, die sind eigentlich dann nicht mehr so wichtig, die gehen dann nachher irgendwie in den Hintergrund und ich weiß jetzt auch nicht. Das verändert sich nachher noch gewaltig. Und jetzt gerade bei der Sache.
Können Sie ein bisschen erzählen zu dem, was Sie machen? Ja, ich habe ja erst diese Greifarme hier, die sind also, das war schon interessant, das war so, wie sich das entwickelt hat. Wir sind jetzt also auf einmal zu einer Sense. Es ist eine Sense hier jetzt auf einmal. Von der Komposition her ist das schon mal ganz relativ fest hier. Ne? Auch sowas ähnliches wie eine Badewanne, aber die ist natürlich, das ist schon was anderes. Es wird sicher keine Badewanne inzwischen. Den müsste man hier noch was. Haben Sie gerade irgendwie einen Begriff im Kopf zu dem Bild? Nee, das kann ich jetzt noch nicht machen. Das ist schon irgendwie zu turbulent hier. Aber da geht es wieder zu. Da geht es ja wieder zu. Das ist auf alle Fälle eine ganz recht aggressive Gesellschaft. Ne? Aber es ist schon sowas wie eine Sense. Ne? Das ist neu. Eine Sense haben wir noch nie gehabt. Hier, der hängt irgendwie hier am, na gut, den kann man schön aufhängen, hier den kann, das ist klar, der muss da hängen, das ist so ein, da machen wir schön noch so Haare hin, das ist schon wichtig. Ja, das ist klar, dass der hängt hier, der hängt hier richtig an. Ja, der ist auch in einer etwas hilflosen Situation hier. Sie blickt den Zuschauer, den Betrachter, blickt sie an, das ist interessant, sowas ist immer gut. So geht es weiter. Schon richtig. Kurz ist das auch. Es gibt jetzt den Grauton. Der kriegt jetzt da, was wir sehen, was da rauskommt hier. Das ist ja noch. Ja, das sind also die Königskinder, glaube ich. Jetzt geht's. So, jetzt haben wir es vielleicht fertig. Jetzt ist es fertig. Jetzt wird es warm ist daher. So. Das schwarz jetzt.
So. Fertig. Sieht mal aus wie. Also jetzt kann man es mal so lassen. Das muss jetzt erst trocknen und dann sieht man, wie sich das entwickelt. Das ist für mich immer faszinierend, dass das irgendwo der Strich wird dann brillanter. Also das ist dann irgendwie immer überraschend. Was auch wichtig ist oder was schön ist, sind diese Unterschiede zwischen dem Strich, der ins Nasse reingemacht wird, und dem, der halt ins Trockene reinzeichnet wird. Das schafft ja auch eine unterschiedliche Stofflichkeit vom Strich her. Der Strich ist natürlich auch viel, da rutscht mir natürlich die Kohle viel leichter übers Papier und es gibt einen ganz dunklen Strich auch. Etwas Plastizität hier noch rein, dann kommt es weiter nach vorne. Und dann müssen wir nochmal mit dem Thema ganz genau. Das ist wahnsinnig viel jetzt wieder drin in dem Ding. Müssen wir mal sehen, was man da macht. Und das ist wie mit dem Reden. Manchmal schwätzt man auch zu viel. Und so ist da genauso, dann rede nur zu viel. Ich zeichne zu viel. Mit dem, das auch für mich habe normalerweise sind andere Kleider auch, aber ich ist es gerade besser, wenn ich an dem Kopf arbeite, dass der da nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich muss mich jetzt erstmal die Sache rausschälen hier und dann werde ich sehen, ob was weg muss, ob vielleicht irgendwie was von der Komposition noch zu verändern wäre, weil die Dominanz der verschiedenen Figur, die wird jetzt erst bestimmt. Ja, hier. Das da. So müsste rauskommen. Jetzt muss ich hier diese ganz dunkle Töne, die muss ich wegnehmen. Das mache ich jetzt nicht zu sehr schmieren nachher. Und das Ganze wird etwas feiner. Das hier, ja. Da müsste man mal sehen, was da drunter liegt. Auch manchmal sind unter diesen dunklen Schichten sind da auch Zeichnungen. Das kann jetzt interessant sein, was da rauskommt, die dann doch irgendwie wichtiger sind als das, was jetzt das oben war. Ja, das hat jetzt. Sagen wir so, das möchte ich eigentlich so lassen. Ich könnte hier noch was wegnehmen. Ich muss die Figur jetzt körperlich stärker rausheben. Das heißt also, ich muss mich jetzt mal mit diesem Schatten beschäftigen, der Figur auch stärkeres Volumen gibt. So kommt also das Licht von hierher, hier von dieser Seite wahrscheinlich. So, jetzt hat er schon ein bisschen mehr Volumen gekriegt und lebt das schon. Ja. Und jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie was vielleicht mal irgendwie auch noch wegmachen muss oder so. Der ist mir noch jetzt viel zu massiv, diese Figur, an der muss ich jetzt noch arbeiten hier. Ich brauche nur das Gesicht hier wegmachen, das reicht. Man kann es so ausdrücken, ich zerstöre dann seine Identität. Das heißt aber natürlich, dass der Hund irgendwo doch noch da ist auf dem Bild, ist klar. Wenn er auch jetzt wegmacht,
Da war einfach das zu viel hier. Ne? Ich habe es ja vorhin gesagt, das war manchmal diese überschäumende Spontanität. Aber es gibt natürlich gleich wieder einen anderen Aspekt, da ich die Situation jetzt sehr schön finde, mit diesem Geisterhund da, der vorausläuft. Das ist wahnsinnig im Grunde. Es geht eigentlich nur um Blickkontakte gerade. Und was wollen die jetzt hier, diese Figur? Was wollen sie eigentlich? Ne? Da irgendwas läuft da jetzt ab, glaube ich, da irgendwie. Ein gewaltiger Eingriff. Ja. Die Figur kommt raus, ich lasse es nur noch als Apparat, als irgendwie eine Maschine, die symbolisiert eigentlich diese Situation viel besser. Der Mensch wird hier da irgendwie tatsächlich dann auch überflüssig. Deswegen muss ich den ja rausmachen, ist schon logisch. Also es wird sehr selten eine Maschine direkt von mir gezeichnet. Eigentlich genauso wie eine Maschine durch einen Mensch entsteht. So entsteht eigentlich bei mir auf dem Papier auch eine Maschine, nur durch einen Mensch. Ja. Was haben wir denn da weggesichelt hier? Der ist jetzt weg von der Platte. So. Was ist passiert? Von der Kombination her ist das jetzt prima. Gott, soll ich das so? Ich will eigentlich da nicht mehr viel machen. Jetzt herrscht so gewisse Klarheit, wo es eventuell lang geht oder wo es lang geht. Und jetzt ist es meistens so, dass ich mich hinsetze und das Bild eben mal in der Senkrechten betrachte, weil das wieder eine andere Dimension ist. Die Räumlichkeit wird dann klarer, wie funktioniert der Raum. Das ist schon eine Figur, die recht hilflos da ist, so wie ich jetzt. Hängt sie hier. Ja.
Also ich mache das immer gerne, wenn die Kreide noch ins Nasse reingehe, weil es entstehen ganz interessante Sachen dadurch. Die Kreide, die trocken ist, die zieht das Nasse raus und dann entstehen so sehr schöne Ränder am Schwarz. Das Thema ist schon diese Aggressivität, klar. Diese Hilflosigkeit und Aggressivität. Der Mensch, der hier ja eigentlich nur noch irgendwo wie eine Attrappe hier rumhängt. Das ist in dem Fall schon die Hauptfigur. Was jetzt als nächstes passiert und als Abschluss passiert, ist, dass hier ich habe da schon darüber geredet, dass man hier dann also diesen Rand weg den Ausschnitt festlegt. Das heißt also, es wird hier ein Rand, ein weißer Rand addiert. Und dann muss man mal sehen, wie viel man hier noch wegnimmt. Ich denke, dass man da ganz knapp an die Linie rangeht. Und da unten, das weiß ich nicht, hier oben wird sich nicht viel verändern.
okay, ich bin eigentlich ganz gut zufrieden so jetzt.